Hi MKs, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich war gestern beim Blackpink-Konzert und ich erzähle euch, wie es war und leite euch ein bisschen durch dieses ganze Event. Blende euch natürlich immer Videos ein, ich habe sehr coole Fancams, deswegen bleibt dran. Aber bevor wir anfangen, erstmal zum Aufbau dieses Videos. Als erstes werde ich euch vom Ablauf generell erzählen, das heißt, wie mein Ablauf war, wie viel ich für mein Ticket bezahlt habe, was ein Last-Minute-Ticket war und wie auch der Ablauf vor Ort war. Danach mache ich weiter mit dem sehr geilen Soundcheck, sage euch, ob sich das überhaupt lohnt. Dann spreche ich natürlich über das Konzert an sich, wie war Blackpink in real life, wie war die Crowd und ganz zum Schluss gebe ich euch Tipps, einen gut gemeinten Hinweis und ja, ich würde sagen, let's go. Okay, fangen wir morgens an. Ich bin aufgestanden, war auf Twitter, habe gesehen, dass einige Leute noch ihr Ticket verkaufen und habe mir last minute ein Ticket gekauft. Dazu muss ich sagen, ganz viele Scammer sind immer unterwegs, deswegen passt auf. Kauft niemals ein Ticket über PayPal, über Freunde. So bin ich an mein Ticket gekommen. Blink Plus Experience war das Ticket, was ich bekommen habe. Da war, wie gesagt, Soundcheck mit dabei, ein kleines Geschenk. Und man stand halt weiter vorne als die normalen Stehplätze. Ich habe dafür 170 € bezahlt statt 260, was auf jeden Fall viel günstiger war. Das heißt, ich habe das Ticket gekauft, habe mich fertig gemacht und dann ging es auch schon los. Um 12 Uhr war nämlich Check-in vor der Lanxess Arena. Das heißt, man hat circa eine Stunde gewartet, ist dann reingegangen, hat dieses Bändchen hier bekommen und auch ein Geschenk. Als Geschenk war bei uns ein Bandana mit dabei. Ich habe es selber noch nicht ausgepackt übrigens. Es ist ein großes Bandana. Hey, es ist ein echt großes Bandana. Hier in der Mitte steht halt Born Pink drauf und hier überall an der Seite Blackpink. Ich glaube, man kann sich das bestimmt richtig nice um so einen Zopf machen. Habe ich gestern nicht gemacht. Manche haben sich das auch ums Handgelenk gebunden, was auch gut aussah. Und hier kommen wir schon zur ersten Sache, bei der ihr wirklich aufpassen solltet. Das Ding ist, auf diesem Bändchen steht zwar eine Nummer drauf, aber zumindest bei uns war es so, dass diese Nummern komplett egal waren. Also ich fand die Security richtig gut. Ich fand im Vergleich zu K-Pop Flex und im Vergleich zum ATEEZ-Konzert, wo ich war, fand ich, dass dieses Konzert viel besser organisiert war. Also die Security draußen hatte wenigstens einen Plan, wo man hin muss und so. Im Prinzip war es egal, wann du dich beim Check-in angestellt hast. Wichtig war, wann du dich in der Soundcheck-Schlange angestellt hast. Ich war halt alleine da und als ich dann dieses Bandana bekommen habe, habe ich die Security halt gefragt, ja, wo muss ich hin, wie läuft das jetzt ab? Und sie hat mich halt einfach dahin geleitet, wo die Soundcheck-Schlange sein wird. Viele haben sich halt in der Zeit noch was zu essen oder was zu trinken geholt, was komplett Sinn macht, wirklich. Nur war es dann halt so, die da schon standen, kamen auch vor euch rein, egal welche Nummer ihr auf dem Bändchen hattet. Und weil ich alleine war, habe ich mich einfach da dann angestellt und Leute 5 Stunden in der Kälte gewartet. Es war so arschkalt. So, machen wir weiter mit dem Soundcheck. Nachdem man also 5 Stunden in der Kälte gewartet hat, konnte man reingehen. Aber ich muss sagen, das Warten hat sich gelohnt. Ich hatte nämlich einen relativ guten Platz. Ich war, würde ich sagen, in der 6. Reihe oder so, 5., 6., 7. Reihe und konnte ja, ein bisschen Blickkontakt haben. Ich würde sagen, der Soundcheck lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mit den Membern interacten möchtet, weil beim Soundcheck sind relativ wenige Personen nur anwesend, das heißt, die gucken euch halt auch an. Ne, ist halt nicht die ganze Arena voll. Das heißt, wenn ihr Interaction haben wollt mit den Membern, würde ich euch empfehlen, zum Soundcheck zu gehen. Und zu meinem Eindruck zu den Membern, ne? Ich bin ja ein Jennie-Bias eigentlich, ne? Aber Jennie kam auf diese Bühne mit ihrer Sonnenbrille. Digga, sie hatte gar keinen Bock, ne? Und auf der anderen Seite hatten wir Rosé, die ist direkt nach vorne gekommen, hat allen gewunken, war mega süß. Und das war auch das Krasse. So bei mir, ich hatte immer Jennie so im Kopf und Lisa. Aber Rosé und Jisoo haben mich so gerackt, ne? Aber dazu sage ich gleich beim Konzert nochmal was. Soundcheck ging dann so circa, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten. Und dann hat man 2 Stunden gewartet und zwar diesmal aber dran zum Glück. So, reden wir jetzt über das Konzert. Das Konzert war so geil, Mann. Alle Lieder einfach Bobs. Ich blende euch mal ein paar Videos ein.
Und Leute, Blackpink, die Member sehen in Real Life so gut aus. Es ist unfassbar. Ich wusste nicht, auf wen ich mich konzentrieren soll. Jisoo war so wunderschön. Ich habe Jisoo so unterschätzt, ne? Ich habe die in Real Life gesehen. Ich war einfach geflasht, weil die so hübsch war. Die waren alle richtig hübsch, richtig süß. Einfach wie so perfekte Barbie-Puppen, die man auf die Stage gestellt hat, wirklich. Ich fand die Solo-Stages richtig, richtig cool. Die YG-Tänzer waren auch alle mega cool, die haben es auch auf jeden Fall abgerissen und das Konzert an sich war wirklich mega, mega nice. Vor allem für 170 Euro, let's go. Und jetzt zu meinen Tipps und gut gemeinten Hinweisen an euch. Ich fange erstmal an mit der Crowd. Ich persönlich fand die Crowd mega nice. Also da, wo ich stand, mich hat niemand berührt. So viel Platz hatte ich. Also ich kenne das ja, ne, ich habe ja öfter mal Stehplätze. Und manchmal ist es sogar schwer, seinen Arm hoch und runter zu machen, weil es so eng ist. Und hier hat mich niemand berührt, weil ich so viel Platz hatte. Und wie gesagt, ich war in der 6. Reihe oder so, ne? Es war nah an der Stage. Aber ich habe auch TikToks gesehen von Leuten, die es anders wahrgenommen hatten, bei denen es irgendwie geschubst wurde. Nicht jeder ist für Stehplätze gemacht. Habt das im Kopf. Wenn ihr denkt, dass ihr zu einem Konzert geht, Stehplätze habt und nicht geschubst werdet, dann lebt ihr in einer Traumwelt. Das stimmt nicht. Und es ist nicht schlimm. Nicht jeder ist für Stehplätze gemacht. Es ist eng, ihr kriegt weniger Luft. Manchmal habt ihr das Gefühl, ihr könnt eure Arme nicht bewegen. Ihr wisst nicht, wo ihr drauf tretet. Das sind aber alles Teile, zumindest bei beliebten Pop-Artists oder auch Hip-Hop-Artists, egal, bei beliebten Artists, wenn ihr da Stehplätze habt, gehört das dazu. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, holt euch keine Stehplätze. Holt euch keine Stehplätze. Dann geht zu den Sitzplätzen. Wirklich. Wenn ihr Stehplätze habt, seid darauf vorbereitet, dass das alles passieren könnte, dass man euch schubst, dass man, wie auch immer. Wisst ihr, wie ich meine? Bei mir war das so, wie gesagt, ich hatte ja Platz, aber ich habe trotzdem aus Versehen Leute gehittet, weil, Leute, ich war so fertig, ich konnte irgendwann meine Arme nicht mehr halten und ich habe das nicht gemerkt, ne? Ich war zum Beispiel so am Film und war so halt aufs Filmen konzentriert, dass ich aus Versehen mit meiner Hand oder mit meinem Arm, ich weiß gar nicht, auf die Köpfe von denen vor mir bin. Meinte dann auch so, sorry, tut mir voll leid. Aber ich hatte auf jeden Fall Platz, also alles easy. Und jetzt zu meinen Tipps an euch. Kauft euch Sohlenwärmer. Ihr werdet eure Füße nicht mehr spüren. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht wirklich 5 Stunden, ihr steht auf einem Platz. Ihr bewegt euch nicht. Eure Füße sterben, eure Zehen non-existent. Holt euch Sohlenwärmer, die könnt ihr dann einfach aufmachen, in die Schuhe machen und die wärmen eure Füße und dann könnt ihr wenigstens überleben. Geht, während ihr in der Schlange draußen seid und am Warten seid, auf Toilette. Geht währenddessen euch einen Kaffee holen, sagt euren Freunden oder falls ihr alleine seid, sagt den Leuten hinter euch, hey, ich gehe mir kurz einen Kaffee holen, wie auch immer, oder kurz mir was zu essen holen. Ist okay, wenn ich dann wieder zurückkomme. Haltet ihr mir den Platz frei, die sagen meistens ja. So, macht das, während ihr in der Schlange seid, weil wenn ihr einmal drin seid und eure Plätze habt, ihr wollt die nicht verlieren. Das heißt, ihr werdet drin garantiert nicht auf Toilette gehen. Und wie gesagt, ihr habt Soundcheck, wartet dann 2 Stunden, dann geht das Konzert ein paar Stunden. Ne, wie gesagt. Und trinkt bitte genug Wasser. Trinkt genug Wasser. Ich habe gestern den ganzen Tag gar kein Wasser getrunken. Ich habe am Tag einen Kaffee getrunken und ein Schokocroissant gegessen und habe damit überlebt, ja. Aber wisst ihr, wie tot ich am Ende war? Deswegen tut euch was Gutes. Und ja, das war's mit meiner Erfahrung. Wart ihr auch beim Konzert oder habt ihr vor, in Berlin hinzugehen? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video hilfreich fandet,
dann würdet ihr mir einen mega großen Gefallen tun, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir haben übrigens auch TikTok und Instagram. Und wir sehen uns wie immer entweder in einem YouTube-Video oder sonntags in einem Livestream auf TikTok. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!